Neue Bergbahnen in der Saison 2020/2021. Wo sind neue Lifte entstanden? Neue Gondeln? Wo wurde trotz der schwierigen Zeit investiert? Und das über 500 Millionen Euro Investitionssumme. Das darf ich dir in diesem Video präsentieren und das auch bei traumhaftem Ambiente hier oben im Schnalztal, am Schnalztaler Gletscher. Und jetzt gehen wir rein in die 7 Top-Projekte der Saison. Was haben wir? Wo wurde gebaut? Starten möchten wir dabei in Österreich auf der Planei. Hier in Schladming wird die Lerchkogelbahn, ein 4er-Sessellift, durch einen hochmodernen 8er-Sessellift ersetzt. Fun Fact: Die 4er-Sesselliftbahn wird in einem slowakischen Skigebiet ca. 650 Kilometer vom Ursprungsort wieder aufgebaut. Also hier Recycling in der Bergbahnindustrie, was natürlich super gut ist. Die neue 8er-Sesselliftbahn hat eine Förderleistung von 3500 Personen pro Stunde und ist damit die leistungsstärkste Sesselliftanlage in der Steiermark. Neben der neuen Bahn werden auch die Gebäude komplett erneuert und ich freue mich schon dann einmal in Schladming vorbeizuschauen, um diesen neuen Lift zu erkunden, mal auszuprobieren. Bevor wir jetzt zum nächsten Bahnprojekt kommen, kurz der Hinweis: Unten haben wir Kapitelmarker im Video gesetzt, wo du dich auch durchnavigieren kannst. Zunächst einmal bewegen wir uns gerade in Österreich, dann gehen wir gleich nach Italien und dann in die Schweiz. Das ist einfacher, um dich im Video zurechtzufinden, und wir gehen jetzt ins Skigebiet Skiwelt Brixen Wilder Kaiser und schauen uns da gleich 2 neue Gondelbahnen an. Das erste Projekt ist am Itter und dort wird die 4er-Gondelbahn Salvista-Bahn erneuert und auch diese Bahn wurde weiterverkauft. Die Bahn ist nicht nur hochmodern und schön in Anthrazit gestaltet, sie befördert auch 2100 Personen pro Stunde den Berg hinauf, und das jetzt auch mit einer Verlängerung, nämlich hinauf auf die kleine Salve. Damit wird diese Gondelbahn um 650 Meter verlängert und eröffnet noch mehr Möglichkeiten in der Skiwelt. Das zweite Projekt in diesem Skigebiet ist extrem familienfreundlich. Hier reden wir über die Hexenwasserseilbahn in Hochsöll. Diese Seilbahn mit 72 unterschiedlich gestalteten Gondeln soll vor allen Dingen ein narratives Element und auch Audiokomponenten mit hineinbringen, sodass man sich in den Gondelbahnen so fühlt, als würde man auf einem Hexenbesen den Berg hinauffahren. Das ist besonders für die Kids, für die Familien sehr interessant, und ich bin auch schon interessiert, wenn ich dann mal in dieser Gondel sitze und wie Bibi Blocksberg den Berg hinauffahre. Ein ganz anderes Thema, schauen wir uns mal an. Und dann kommen wir in ein für uns bekanntes Skigebiet auf diesem YouTube-Kanal, nämlich Serfaus-Vislades. Dort wird die 12er-Bahn auf der Fisser Nordseite erneuert. Der 4er-Sessellift wird durch eine hochmoderne 8er-Sesselliftanlage ersetzt, und diese Bahn bin ich ja damals auch im Skigebietstest gefahren, den du jetzt hier oben rechts verlinkt findest. Die neue Bahn ist hochmodern. Wir reden hier über Sitzheizung, Wetterschutzhauben und auch Schutz für die Kids. Dort ist mit einer Kindersicherung zu rechnen und die Kapazität liegt bei 1800 bis 3000 Personen pro Stunde, die dort ja schneller und mit weniger Wartezeit die Fisser Nordseite hochtransportiert werden können. Und jetzt kommen wir nach Bella Italia, wo wir jetzt hier gerade auch stehen, jedoch nicht in diesem Skigebiet, sondern am Kronplatz, wo ich selbst noch nie Skifahren war, aber auch dort wird in der Saison 2021 modernisiert. Die Bahnen O-Lang 1 und 2 werden auf ein neues Niveau gebracht. Die 6er-Kabinenbahn wird jetzt durch eine 10er-Kabinenbahn aus dem Hause Doppelmayr Italia modernisiert, erneuert. Und diese Bahn hat jetzt die höchsten Beförderungskapazitäten im gesamten Skigebiet. Mit 3900 Personen pro Stunde ist sie nahezu doppelt so hoch in der Kapazität wie die damalige Bahn. Die beiden Streckenabschnitte können dabei, wie bei der vorherigen Bahn auch, ohne Umsteigen genutzt werden. Wir reden hier von einer Beförderungsgeschwindigkeit von 6,5 Metern pro Sekunde, und diese Bahn bringt euch aus dem Tal hinauf auf 2275 Meter am Gipfel. Und da kommen wir zu einem sehr spannenden Bergbahnprojekt, nämlich nach Carezza in den Dolomiten in Italien mit der neuen König-Laurin-Bahn, und das mit einer unsichtbaren Bergstation. Diese 10er-Kabinenbahn ersetzt 2 Sesselliftbahnen und führt, wie gesagt, unsichtbar in einen Berg hinein, wo dann die Bergstation ist. Das heißt, man sieht nur den Ein- und Ausfahrtunnel, und das Ganze beruht eben auf einer Sage, auf einer Legende des König Laurin, der besagt hat, alles was Technik ist, muss verschwinden. Und so fährt man in den Berg hinein und hat dann die Bergstation dort
dort, wo man ein- und aussteigt. Sehr, sehr spannendes Projekt, was wir wahrscheinlich diesen Winter auch mal persönlich auschecken werden. Und da kommen wir in die Schweiz, in eines der legendärsten Skigebiete dort, nach Zermatt ans Matterhorn, wo auch ein neues Investitionsprojekt realisiert wird, nämlich die Bergbahn Rothorn. Aus Kumme heraus wird diese 10er Kabinenbahn hinauf befördern und das ganz Besondere hier ist, dass sie die erste bedienerlose Bahn, also ohne Personal, in der Schweiz ist. Also höchst moderne Technik, die dort die Seilbahn antreibt und das bei 56 Kabinen, die insgesamt 1500 Personen den Berg hinauf befördern sollen pro Stunde. Nachdem im letzten Jahr schon das Gondelprojekt Grindelwald-Männlichen eröffnet wurde, steht dieses Jahr wahrscheinlich im Dezember 2020 die Eröffnung des Eiger Express an, eine 3S-Seilbahn, die dort den Berg höchst modern hinauf befördert. Das ist wirklich ein mega Bahnprojekt in Grindelwald. Marius war ja schon zum Skifahren da, ich zum Mountainbiken und damit möchte ich mich jetzt bei euch verabschieden. Bitte drückt auf den Abonnieren-Button, das hilft uns, diese kostenfreien Inhalte so zu gestalten, wie ihr sie seht. Wenn ihr Fragen habt, packt es gerne unten rein und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Also Leute, tschaußen. Ciao!